Die großen Zivilisationen der Antike haben uns kolossale Monumente hinterlassen, die aus gigantischen Steinblöcken gebaut wurden, deren Transport für uns als eines der größten Geheimnisse der Geschichte gelten. Aber wie haben sie es geschafft, diese riesigen Steine zu bewegen? Am einfachsten wäre es, wenn man eine schwere Last in kleineren Teilen transportieren würde, um das Gewicht zu verteilen und auch die Handlichkeit zu verbessern. Also, welchen Grund bewegte sie dazu, diese Größe zu verwenden? Einige Steine wurden über einem unebenen Gelände aus mehreren Kilometern Entfernung bewegt. Ohne adäquate Mittel ist dies eine unmögliche Aufgabe. In Amerika finden wir ein gutes Beispiel für die erstaunliche Technik, die von den Erbauern an den heiligen Orten verwendet wurde, die sich von Mexiko bis in den Süden des amerikanischen Kontinents erstreckt. Obwohl es auf dem gesamten Kontinent Überreste von monumentalen gemeißelten Blöcken gibt, sind wahrscheinlich die im Tempel von Sacsayhuaman verwendet wurden, die größten und ausgefeiltesten. Diese hatten die schwere Aufgabe, auf mehreren Seiten zusammenzupassen und aus verschiedenen Blickwinkeln ein authentisches Puzzle zu ergeben. Das größte Gestein der Mauer kann bis zu 200 Tonnen wiegen, was 74 afrikanischen Elefanten entsprechen würde. Es ist jedoch ein Rätsel, wie diese unglaublichen Steinmassen aus einer Entfernung von bis zu 20 Kilometern transportiert wurden. Aber nicht nur das, auch seine Gravuren sind ein Rätsel. Einige Theorien erwähnen die Verwendung einer Dschungelpflanze, die in der Lage war, den Stein zu erweichen. So hat man ihn leicht schneiden und perfekt anpassen können. Auf der anderen Seite des Ozeans, auf dem alten Kontinent, gibt es noch Überreste der Verwendung von megalithischen Blöcken des Altertums. Einer der aufwendigsten Cromleys, die erhalten sind. Andere jedoch sind einfacher, wie der Dolmen, der aus 3 oder mehreren aufrecht stehenden Tragsteinen besteht, auf dem sich eine oder mehrere Deckplatten befinden. Und der einfachste, aber nicht weniger komplizierte ist der Menhir, ein einzelner Steinblock, der vertikal gestellt und in der Erde verankert ist. Der größte und schwerste Monolith der Vorgeschichte des europäischen Kontinents ist der gebrochene Menhir von Aigras bei Lluc-Meriacer in Frankreich. Obwohl dieser derzeit am Boden liegt und in 4 Fragmente geteilt ist, war er in der Antike vor mehr als 6500 Jahren ein mit Gravuren verzierter Stein, der aufrecht stand und eine Höhe von 20 Meter erreichte. Ein kolossaler Blockstein mit einem geschätzten Gewicht von bis zu 400 Tonnen. Das entspricht ca. 5000 erwachsenen Männern. Dieser Stein musste aus mehr als 80 Kilometer Entfernung von seinem Herkunftsort geholt werden. Es ist nicht bekannt, wie eine solche Leistung vollbracht wurde und was der wahre Zweck dieser Steinriesen war. Jerusalem ist einer der umstrittensten Städte der Welt. In der Altstadt, wo 4 Religionen zusammenleben, erheben sich die Überreste des Jerusalemer Tempels. In seinem westlichen Teil befindet sich die Klagemauer am Tempelberg und ist der heiligste Ort des Judentums. Im Laufe der Geschichte wurden seine Steine mehrmals entfernt und wieder errichtet, aber der größte und schwerste Steinblock befindet sich im Inneren der Tunnel der heiligen Stätte, am Grund des Tempels, der im Auftrag von König Salomo erbaut wurde, um die Bundeslade aufzubewahren. Dieser Megalithblock ist Teil der unteren westlichen Ebene der Klagemauer und misst eine Länge von 13,50 Meter, eine Höhe von bis zu 4,50 Meter und mit einer geschätzten Tiefe von 3 Metern. Dies ergibt ein ungefähres Gewicht von 570 Tonnen, das Äquivalent von 3 Blauwalen ist. Das bedeutet, dass dieser Steinblock der größte war, der bei der ursprünglichen Konstruktion des Tempels verwendet wurde. Die verwendete Konstruktionstechnik war ziemlich aufwendig und unterscheidet sich wesentlich zu den Steinen, die in darauffolgenden Zeiten angebracht wurden. In Ägypten können wir mehrere Beispiele von Steinblöcken verziert mit Gravuren sehen, die in einem Stück verarbeitet wurden und sogar den heutigen Möglichkeiten Trotz bieten. Der Koloss von Ramses II. Ist ein gutes Beispiel dafür. Man wollte eine 10 Meter große Statue mit 700 Tonnen Gewicht im Jahr 1820 ins Britische Museum nach London transportieren, aber die Schwierigkeiten dabei bewegte sie dazu, die Idee aufzugeben. Am Ende bauten sie ein Museum um die Statue herum.
Die Ingenieure des 19. Jahrhunderts ergaben sich vor diesem Denkmal, das vor Tausenden von Jahren von seinen Schöpfern ohne Probleme verlagert wurde. Aber die größte Herausforderung für den Transport wurde im Steinbruch von Assuan aufgegeben. Es handelt sich um den unvollendeten Obelisken, ein Steinblock, der direkt aus dem roten Granitsteinbruch gemeißelt, aber nie fertiggestellt wurde. Man schätzt, dass dieser Obelisk nach seiner Fertigstellung ungefähr 1200 Tonnen, verteilt auf seine 40 Meter Länge, hätte wiegen können. Das würde 14 Moais der Osterinsel entsprechen. In der Nähe der libanesischen Stadt Baalbek, die den Namen des Gottes Baal trägt, befindet sich ein kolossaler Tempel aus überdimensionalen Steinblöcken und Säulen, dessen Zweck und Erbauer bis heute nicht bekannt ist. Dieser Ort existierte bereits lange vor den Griechen und Römern, und die Legenden datieren seinen Aufbau lange vor der großen biblischen Flut, die den Tempel und die Stadt zerstörte. Heute sind nur noch Reste seiner gigantischen Steinblöcke geblieben, die bei der Errichtung späterer Monumente verwendet wurden. Auf der Terrasse des Tempels befindet sich der Trilith, 3 riesige Steinblöcke von je 20 Metern Länge und 800 Tonnen Gewicht. Sie wurden aus einem Kilometer entfernten Steinbruch transportiert. Der Trilith liegt auf einer Basis von Blöcken von je 300 Tonnen und dieser wiederum auf anderen Reihen von Blöcken, was dem Tempel einen monumentalen Aspekt verleiht, der ursprünglich eine einzigartige Konstruktion sein sollte. Aber es gibt noch viel schwerere Blöcke um den Tempel herum. Der Stein des Südens bzw. der Stein der schwangeren Frau ist ein Block, der schräg vor dem Steinbruch liegt, mit kolossalen Dimensionen und einem ungefähren Gewicht von 1100 Tonnen. Wir können auch den sogenannten Stein des Westens finden, dessen Abmessung dem vorherigen überlegen ist und ein geschätztes Gewicht von 1200 Tonnen aufweist. Beide sind im Laufe der Zeit sehr zerfallen, aber ursprünglich war sein Schnitt und seine Schnitzerei perfekt eingebettet, was bei solchen kolossalen Blöcken überraschend war. Obwohl diese Blöcke so überdimensional und schwer sind, sind sie nicht die größten, die in diesem Gebiet gefunden wurden. Im Jahr 2014 entdeckte eine Gruppe deutscher Archäologen bei ihren Ausgrabungen in der Nähe des Steinbruchs einen weiteren gigantischen Block. Wie wir sehen können, wurde der Fund sehr nah an den Südstein gemacht, dessen immense Proportionen von dieser neuen Masse überschattet werden. Der neue entdeckte Block ist 19,60 Meter lang, 6 Meter breit, 5,50 Meter hoch und es wird diesem ein geschätztes Gewicht von 1700 Tonnen zugeschrieben. Dies entspricht ca. 7 der größten und schwersten Lastwagen der Welt. Die Archäologen folgerten, dass der Block aufgrund der Eigenschaften des Gesteins und des Grades der Einheitlichkeit fertig und bereit war, bewegt zu werden. Aber sie wissen nicht, warum sie diesen im Steinbruch hinterlassen hatten und auch nicht, wie sie diesen transportieren wollten. Und zuletzt Russland, genauer gesagt in Bergschorien in Südsibirien. Dort befindet sich eine der beeindruckendsten megalithischen Ruinen der Welt. Es ist eine 40 Meter hohe Mauer, die aus riesigen übereinander gestapelten Granitsteinen besteht. Es heben sich flache Oberflächen, rechte Winkel und scharfe Ecken von einigen Steinen hervor, was uns denken lässt, dass diese Formationen künstlich erbaut worden sind. Der Archäologe John Jensen kam nach der Analyse dieser Ruinen zu dem Entschluss, dass diese zu seiner Zeit vor der Vorgeschichte gehören. Wenn das wahr wäre, würde diese die offizielle Geschichte erschüttern. Einige dieser gewaltigen Steine wiegen mehr als 3000 Tonnen, genauso viel wie 17 Boeing 747 oder 50 Panzer wiegen würden, was sie zu den schwersten Steinblöcken der Welt macht. Wie auch immer, vielleicht ist das größte Rätsel aber, woher diese riesigen Blöcke kommen, da kein Steinbruch in der Nähe dieses Ortes gefunden wurde. Und was noch unglaublicher ist, wie haben sie es geschafft, diese so präzise auf 40 Metern Höhe übereinander zu stapeln? Dazu muss man das seltsame Verhalten der Kompasse in diesem Gebiet hinzufügen. Aus irgendeinem Grund werden hier die Kompassnadeln von den Megalithen beeinflusst. All diese Konstruktionen lassen uns viele Fragen offen. Welche Art von Wissen hatten sie in der Vergangenheit, um solche Steinblöcke unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Gewicht zu bewegen oder verwenden?
Wer könnte die verschiedenen Teile der Welt mit den gleichen Arbeitsmethoden beeinflussen? Was klar ist, dass diese Monumente mit dem Ziel entworfen wurden, unsterblich zu sein und den Lauf der Zeit zu überleben. Das Alter dieser Konstruktion beschränkt sich nicht auf ein paar Jahrtausende, wie sie uns offiziell glauben machen wollen. Sie existieren schon seit viel längerer Zeit und warten darauf, dass ihre Rätsel offenbart werden.